Tamara und Mike Gebhardt kaufen einen brandneuen Wohnwagen ohne Campingerfahrung. Liebe auf den ersten Blick. Man denkt so, wow, es ist ein Hotelzimmer auf 2 Rädern. Ihr Traumziel sind die Sechstner Dolomiten. Auf geht's in eine Bergwoche voller Abwechslung und Überraschungen. So, Fahne hissen. Stört uns überhaupt nicht, was die anderen denken. Wir sind einfach so. Zum ersten Mal campen. Da läuft nicht alles glatt. Fehler sind vorprogrammiert. Kleines Fenster, große Wirkung. Ah, es sieht schon ganz gut aus, ne? Ich dachte, er hat ins Bett gepinkelt, weil alles nass war. Sie wollen hoch hinauf, mitten in die Natur. Die leckersten Spezialitäten Südtirols entdecken. Also Mike, der sieht sich hier schon als Erntehelfer von April bis Oktober. Also der findet das hier so schön, der will am liebsten hierhin auswandern, glaube ich. Ein Bergfan und 3 Flachland-Tiroler. Da ist echte Überzeugungsarbeit nötig. Jetzt haben wir einen wunderbaren Blick auf die 3 Zinnen. Ja, ich finde es jetzt einfach atemberaubend hier oben. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Familie Gebhardt auf Tour. Eine traumhafte Erfahrung voller Emotionen. Reda Wiedenbrück. Tamara und Mike Gebhardt leben hier. Sie wollen mehr Flexibilität beim Reisen und jetzt campen. Zusammen mit ihren Kindern, der 4-jährigen Tilda und der 6-jährigen Paula. Für viel Geld haben sie sich diesen Wohnwagen gekauft. Ist wie ein ferngesteuertes Auto, nur ein bisschen größer und langsamer. Aber sonst ist es genauso. Ihr Traum vom Eigenheim ist erst kürzlich geplatzt. Einfach alles zu teuer. Stattdessen investieren die Einzelhandelskauffrau und der Tischler in einen Wohnwagen. 44.000 € haben sie bezahlt. Ach, da kommt man so gleich in Urlaubsstimmung, wenn das schon so auf den Hof kommt. Es stand noch zur Debatte, ob wir ein Wohnmobil kaufen. Das Ganze hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, bis wir gesagt haben, nein, machen wir nicht. Wer weiß, wo die Spritpreise hängen, ob der Diesel irgendwann noch verfügbar ist, Benzin verfügbar ist. Dann kauft man sich ein Wohnmobil, dann steht es rum, man kann nicht mehr fahren, weil es einfach steht. Ein Wohnwagen, irgendwas kann man immer vorspannen, kommt man immer vom Fleck. Ihr Plan, bis ins hohe Alter damit verreisen. Eigentlich wollten die beiden erstmal einen Wohnwagen mieten und Camping testen. Aber auf einer Campingmesse ist es für die beiden Liebe auf den ersten Blick. Er hat dieses Heckbad und man denkt so, wow, es ist ein Hotelzimmer auf 2 Rädern. Und ja, dann haben wir gesagt, gut, Nägel mit Köpfen, den nehmen wir. ihr persönliches Traummodell. Alles ganz individuell für sie zusammengestellt. Tamara wollte eine voll ausgestattete Küche mit Backofen, Mike den Fernseher und die Klimaanlage. Mit der Dekoration ist die 39-Jährige noch nicht zufrieden. Da geht noch was. Da findet auf jeden Fall noch was Platz, weil gewichtsmäßig sind wir noch gut im Rennen und es gibt ja immer überall schöne Shops. Lieber also ein bisschen mehr Geld in die Urlaubskasse legen. Vor 9 Jahren haben sich Tamara und Mike durch benachbarte Arbeitsstellen kennengelernt, 2 Kinder bekommen und geheiratet. Irgendwie haben wir uns immer ergänzt, passte irgendwie von Anfang an. Humor, Spaß, Ja. passte wie Arsch auf Eimer. Die Gebhardts zieht es in die Berge, ganz hoch in die Südtiroler Dolomiten. Rund 11 Millionen Deutsche besuchen jährlich die traumhaft schönen Südalpen. Für Mike ist das ein absoluter Traumurlaub. Ich bin keiner, der zur See fahren muss oder so, wo Flachland ist, das ist absolut nichts für mich. Die Kinder kennen zum Beispiel die Berge nicht, nur aus dem Fernsehen Von Heidi. von Heidi. Tamara kennt Urlaub nur von der Ost- und der Nordsee. Ich war noch nie in Italien. Es ist für mich ein absolutes Highlight. Ich liebe Pizza, ich liebe Pasta. Ich glaube, ich bin da richtig gut aufgehoben. Ja. Das wird sich noch zeigen, aber eines ist jetzt schon klar. Tamara plant eine himmlische Überraschung für ihren Mike. Er hat nur gesagt, Überraschung am Freitag, was ist das denn? Er kann sich gar nicht vorstellen, was sein wird. Fahren wir los, ne? Ja. Ja, Tür zu, Ja, Tür zu. Abfahrt. Los geht's für die Neucamper. Auf in die Dolomiten. Die Gebhardts kommen. Vor ihnen liegt eine Strecke von 900 Kilometern.
Mit 100 Stundenkilometern geht es an München und Innsbruck vorbei bis nach Sexten. Die Fahrt ist anstrengend. Steuermann Mike muss mit 2 Tonnen im Schlepptau 1300 Höhenmeter bewältigen. Sexten, wir sind da. Jetzt alle mal machen. Oh. Ja, das ist der schönste Berg, den ich je gesehen habe. 13 Stunden Fahrt über Nacht. Früh am Morgen landen die Gepards auf ihrem 5-Sterne-Platz in Sexten. Ein Rutsch durch, 3 Pipi-Pausen, Knaller durchgezogen. Erstes Ziel erreicht. Eine Woche wird dieser Platz ihr Zuhause sein. Basislager, um von hier aus die Dolomitenregion zu erkunden. Der Platz ist beliebt, hat im Internet gute Bewertungen und ist dementsprechend voll. Jetzt haben wir so einen Zettel bekommen, den geben wir gleich den Platzwart. Der führt uns dann halt zum Platz hin. Alles andere sehen wir dann gleich. Hallo. Perfekt. Die 18. Alles ja. Und dann. Die Hauptsaison ist auch beim Campen teuer. 81 € kostet der Stellplatz pro Nacht. Dafür wollen sie einen richtig schönen Platz mit freier Sicht. Ob das klappt? Erstmal wird's eng. Mike muss abkoppeln. Ich bin ehrlich, ich habe so gar keine Ahnung davon. Das macht alles Mike. Ja, ich bin eher so fürs Auspacken, Dekorieren, ja, Kochen, Wäsche. Das ist so mein Part. Mike ist der Techniker. Ich bin eher so der Hausfrauentyp in dem Fall. Einparken darf Mike allein. Tamara checkt mal lieber den Stellplatz. Ich glaube, das mit dem Bachgeplätscher hier, ich finde das richtig toll. Der Ausblick ist schön. Doch, ich bin zufrieden. Beim Aufbau ist eigentlich Teamarbeit gefragt. Schwierig für 2 Camping-Greenhörner. Oh, stell mal hin. Offen einfach. Du musst einfach mal sagen, wenn ich dir helfen kann. Ja. Du sagst mir ja nie, was ich dir helfen kann. Einmal die Stützen runter. Wolltest du das machen? Nee, das kann ich nicht. So, passt. Mama und Papa kuscheln im Wohnwagen. Für die Kinder gibt es ein Abenteuerzelt. Das haben sich die beiden Mädchen so gewünscht. Tamara hat ein Stückchen Heimat mit nach Italien genommen. Das ist mein Jahresurlaub und das ist mir einfach super wichtig, dass ich mich hier wohlfühle. Staub, Klapptisch, das reicht mir einfach nicht. Zum Schluss Revier markieren. Was ist das, Tilda? Unser Familienlogo, ne? Ja. So, Fahne hissen. Ich komme gebürtig aus dem Rheinland, ich bin Kölnerin und da sind alle ein bisschen anders, alle ein bisschen verrückt. Und wir sind das auch und deswegen insofern stört uns das überhaupt nicht, was die anderen denken. Wir sind einfach so. Zum ersten Mal in Italien. Da zieht es sie gleich in den Platzladen. Hier muss es doch Deko aus der Dolomitenregion für den Wohnwagen geben. Das ist was für dich. Da hast du recht. Das ist schön, aber auch schön teuer. 85 €, kein Schnäppchen. Ah, guck mal hier, das Ja. auch die 3 Dolomiten, die 3 Zinnen hier, ne? Mhm. Ja. Oh Mann. Das war ungeschickt. Aus 1 macht 3. Ein Dekoteil kaputt. Ein typisch Gepard, ey. Billig wird es in diesem Urlaub anscheinend nicht. Oh nein, wir können uns nicht mehr blicken lassen, ey. Hol schon mal 35. Ich zahle mit Karte. Mike versucht sich zu drücken. Schnick, schnack, schnuck, wer beichtet? Nee, du hast es kaputt gemacht. Ich muss jetzt hier nicht schnicken. Nee, Mike, nee. Nee. Immer ich, ey. Du hast es kaputt gemacht. Oma Paula. Nee, wir holen jetzt auch nicht eins der Kinder. Nach 5 Jahren Ehe kennt Tamara die Eigenheiten ihres Mannes. Hallo. Hallo. Immer wenn es unangenehm wird, darf die Ehefrau vor. We have a little problem. Ok, We have a little... It's damaged. nessun problema. It's okay? Sì, lo tenete o lo faccio sistemare? Bitte was? Erst reparieren und dann kaufen? Oder nehmen Sie es zurück? Ja, auch. Ja? Okay. Glück gehabt. Ja.
Alles klar. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao. Tamara muss zwar ohne Souvenir zurück in ihren Wohnwagen, aber die Reise hat ja auch gerade erst begonnen. Da findet sich bestimmt noch was. Am Abend zieht es sich zu, aber auch Neucamper wissen, wie man sich aufwärmt. So, jetzt wollen wir mal auf den Urlaub anstoßen. Wir sind so ziemlich mit allem fertig. Ja, ich lasse mich mal erst mit Papa anstoßen. Wollt ihr auch was? Apfelschorle? Nein. Mike? Ja, ich komme. Würde ich sagen, auf einen schönen Urlaub. Einen schönen Urlaub. Prost. Prost. Die erste Nacht im eigenen Camper kann beginnen. Sind Sie zufrieden? Ja, sehr schön geworden. Am nächsten Morgen hängen dicke Wolken über dem Tal. Aber die Gepards wollen ja rauf in die Berge. Dahin, wo das Wetter schön ist. Ich habe sehr gut geschlafen. Bin auch sehr früh ins Bett gegangen, weil die letzten 2 Nächte waren echt wenig oder sehr kurz. Ja, also ich habe sehr gut geschlafen. Heute wartet ein echtes Wanderabenteuer auf die ganze Familie. Und dafür hat Mike einen Bergprofi engagiert. Also heute wollen wir eine Runde wandern gehen. Hab da noch einen organisiert, den Walter. Der zeigt uns da ein bisschen was, wie es abläuft und so. Wird bestimmt eine spannende Geschichte. Auf über 2000 Meter müssen sie hoch. Der Weg wird steil. Aber dafür gibt es viel Sonne und einen Blick auf die atemberaubende Bergkulisse. Die Sache hat nur einen Haken. Tamara wandert nicht gerne. Gerade beschäftigt sie noch das Proviant. Also es ist jetzt nicht hier wie zu Hause, 4D Heißluft, sondern wirklich Camping ausgelegtes Gasbacköfchen. Aber für die kleinen Zwecke, Brötchen aufbacken, mal einen Auflauf reinschieben, funktioniert super. Und es schmeckt auch. Also, das ist jetzt meine erste Bergwanderung. Und damit lässt sich die Familie noch ein bisschen Zeit. Tamara hat einen Tipp bekommen. Im kleinen Örtchen Sexten soll ein Südtiroler Original ganz besondere Holzsouvenirs schnitzen. Da wird auch Tischler Mike neugierig. Ach, guck mal, da sitzt jemand. Der schnitzt was. Mike versteht was von Holz. Er will mehr wissen. Grüß dich. Hallo, Grüß Hallo. Gott. wir sind die Familie Gebhardt. Wir haben gehört, Sie machen hier ganz tolle Sachen aus Holz. Ich bin Albert. Tamara, hallo. Albert Schutschenthaler ist Holzschnitzer. Die Holzschnitzerei hat nicht nur in Sexten, sondern auch in seiner Familie eine lange Tradition. Bereits sein Urgroßvater saß vor 100 Jahren genau hier in dieser Stube. Hast du alles geschnitzt? Alles, was hier drin ist, hast du geschnitzt? Na ja. Als was? Wo verkaufen Sie das? Gehen Sie auf Märkte? Oder? Nein, überhaupt nicht. Ich mache alles auf Bestellung, auf Kommission. Ja. Und das bei mir wird bestellt und dann wird gemacht. Es gibt nichts, was Albert nicht schnitzen kann. Er verwendet nur Zirbenholz, weil es Jahrzehnte hält. Die begeisterten Campingfans wittern die Chance auf ein Souvenir. Bräuchtest du eine Vorlage, um einen Wohnwagen zu schnitzen? Oder? Wenn es eurer sein muss, müsst ihr mir ein Foto schicken. Okay. Kriege ich schon, das kann ich Ja, okay. schon. Kriege ich schon hin. Bestellung aufgegeben. Hat mich gefreut. Dankeschön, Albert. Wiedersehen. Ich bedanke mich Wiedersehen. auch. Ja, wir sehen Tschüss. uns Donnerstag. Wir sehen uns Schönen Tag noch. Donnerstag. Tischler Mike ist echt beeindruckt. Ist ein mega Beruf. Für mich ist es immer noch Kunst und Talent dahinter. Nicht. Also ich könnte es, selbst wenn ich es lernen würde, keine Chance, dass ich sowas hinkriege. Nein. Jetzt aber los. Bergsteiger Walter wartet schon. Der Naturpark Farnes-Sennes-Prags ist der drittgrößte in Südtirol. 37 Kilometer Fahrt, über schmale Serpentinen, hoch auf 2000 Meter. Tamaras Wanderlust hält sich noch in Grenzen. Ich bin nicht so bewandert in Sachen Berge. Das ist für mich alles Neuland. Ich lasse es auf mich zukommen. Am Hochplateau Plätzwiese sind sie verabredet. Es ist viel los. Alle wollen zu dem beliebtesten Fotomotiv Südtirols. Schönen Schönen guten Morgen. Hallo, moin. Guten Morgen. Mike, hallo. 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 Paula. Tamara, hallo. Ich bin der Walter, ja.
Herzlich willkommen hier auf der Plätzwiese. Walter ist pensionierter Bergsteiger. Er will keine Zeit verlieren und der Familie so viel wie möglich von der Schönheit der Landschaft zeigen. Der 71-Jährige kennt sich aus. Also das ist eine Zirbe. Die Bäume wären sehr, sehr alt, bis zu 800, 900 Jahre. Und von den Zirbenzapfen kann man Schnaps machen. Und auch der Geruch der Zirbe, der ist ganz stark. Ja, da haben wir wahrscheinlich gleich total klebrige Hände, ne? Ja, aber... Das ist wie eine Tanne, ja. Riech einmal. Boah, richtig intensiv. Es sind gut 4 Kilometer bis zum Gipfel. Aber Walter nimmt sich Zeit für die kleinen Dinge am Wegrand. Also da gehen Hunderte von Leuten vorbei Und finden's nicht. und der Großteil sieht es Ah, nicht oder fast seh's. alle sehen sie nicht. Ich seh's. Zum Glück, weil sonst wären die nicht mehr da stehen. Das Edelweiß ist eigentlich die schönste Alpenblume, die wir haben. Wenn ich jetzt 3 klaue, lyncht mich der Walter. Deswegen lass es lieber und bring der Frau lieber einen Blumenstrauß mit. Die Strecke zieht sich. Seit 2 Stunden sind sie unterwegs. Ihr Ziel ist der Strudelkopf auf 2300 Metern. Dort könnten sie dann auch das berühmte Dreigestirn der Dolomiten sehen, die 3 Zinnen. So, dann nehmen wir das letzte Teilstück In Angriff. in Angriff. Ich kann das Gipfelkreuz schon sehen, ne? Als du gehört hast, dass wir da hochgehen, ich habe deine Augen gesehen. Ja, als ich gehört habe, dass es dann anschließend schöne Mittagssause gibt, da bin ich aber schnell. Zeit für das perfekte Urlaubsfoto. Da gibt es nur ein Problem. Die kommt. Oh, ich habe Angst. Nee, die wollen das nicht. Das merke ich schon. Also ganz ehrlich, beim Essen darf man mich aber auch nicht stören. Ich habe da Verständnis. Und dann geschafft. Die Gepards sind auf dem Gipfel des Strudelkopfs angekommen. Jetzt haben wir einen wunderbaren Blick auf die 3 Zinnen. Also, man sieht jetzt die westliche Zinne, Traumhaft. die große Zinne ist in der Mitte und dann ist noch die kleine Zinne. Seit 2009 gehören die 3 Zinnen zum UNESCO-Welterbe. Eine unvergleichliche Bergkulisse. Ja, ich finde es jetzt einfach atemberaubend hier oben. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Gipfelglück für die gesamte Familie. Die Dolomiten sind einfach die schönsten Berge der Welt. Ich liebe sie einfach, diese Berge. Und jeder Tag, wo ich am Berg sein darf, ist ein geschenkter Tag. Nach diesem Kraftakt dann die Jause mit traditionellem Südtiroler Speck und Käse. So, Mahlzeit, lasst euch Erstmal schmecken. Prost. Auf unsere Wanderung auf den Strudelkopf. Tag 2 in den Dolomiten. Es ist ruhig auf dem Platz. Ich habe da vorne was gesehen, da fahren wir jetzt mal hin. So, dann geht mal rein. Gucken wir mal, wo die Toiletten sind. Wow, was ist das denn? Das ist ein ungewöhnliches Bad für einen Campingplatz. Davon gibt's hier 3. Darum heißt das auch Kristallbad, ne? Ja, ihr Frau, ne? Funkel, Funkel, das ist dreht so alle am Rad. Ey. Tamara hat zwar ein Heckbad im Wohnwagen, aber bequemer sind die örtlichen Anlagen. Sind aber auch schön groß. Guck mal, wenn wir hier zu dritt reingehen, Mädels. Aber nur eine Duschkabine. Ja, das ist ja normal. Eine Brause, ne? Und sauber ist es auch. Diese Privatbäder können hier für 40 bis 60 Euro am Tag gebucht werden. Die Gepards wollen viel entdecken. Heute mal keine Berge.
Wir wollen heute eine Städtetour machen. Wir fahren nach Lienz in die Sonnenstadt. Und ganz ehrlich, immer nur Berge. Ich brauche Abwechslung. Wir wollen jetzt mal in eine Stadt fahren. In eine bunte Stadt. Und dafür müssen sie das Land verlassen. Ihr Ziel ist Lienz in Österreich, 55 Kilometer entfernt. Mit dem Auto passieren sie die österreichische Grenze und die Burg Heinsfeld aus dem 13. Jahrhundert. 1 Stunde dauert die Fahrt. Lienz hat 12.000 Einwohner. Die Stadt liegt an der Südseite der Alpen. Sie ist ein Magnet für Touristen, weil hier 2000 Stunden im Jahr die Sonne scheint. Auch heute. Ich bin total happy. Endlich mal Sonne. Das tut richtig gut. Und hier ist so, so richtig so Urlaubsflair. Ne? Da sind Palmen, ein schönes Städtchen, alles so schön bunte Häuser. Gefällt mir gut. Rund um den Lienzer Hauptplatz pulsiert das Leben. Mit südländischem Charme. Wollt ihr euch auch was wünschen? So, Tilda, da muss das Geld reinschmeißen. Ja, gewünscht. Erst wünschen, dann schmeiß es rein. Hast du? Und keinem verraten. Okay, ich auch. 1, 3. Lässt sich Mike vielleicht doch ein Hinweis entlocken? Thematisch Camping. Oh, Männer sind so einfach gestrickt, ne? Da weiß ich jetzt gleich schon wieder, es geht um was Materielles. Ich weiß auch, was los ist. Mike hat da auf der Messe, wo wir letztes Jahr waren, das absolute Deluxe-Modell entdeckt. Aber das ist außerhalb unserer Preisliga. Die beiden verstehen sich ohne Worte. Und in einer Sache sind sich die beiden auch komplett einig. Lienz kann man, aber muss man nicht sehen. Wenn man mal hier ist, auf jeden Fall mal anhalten, würde ich sagen. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis auch hier? Das passt, ne? Wieder völlig in Ordnung. Kaffee 2,50, eine Kugel Eis 1,40. Also völlig in Ordnung. Zurück in Bella Italia. Zeit, um die Campingnachbarn kennenzulernen. Ja, man geht immer zum Nachbarn, trinkt ein Bierchen oder nimmt ein Bierchen mit. Genau. So als Gag. Man Passen geht genau halt nicht Dosen mit Bier leeren rein. Händen. Können wir ja mal reintun. Hallo. Hi. Servus. Uns einmal kurz vorstellen, haben wir noch nicht geschafft. Gerne. Wieder Mike. Manuel. Hi. Tamara, hallo. Hallo. Manuel und Andrea Schwarz aus Weimar sind auch erst vor 2 Tagen mit ihrem Wohnwagen angekommen. Und auch zum ersten Mal in den Bergen. Ich weiß nicht, wie lange macht ihr schon Campingurlaub? 10 Jahre. Ja, guck, wir haben Ja, dieses Jahr schon angefangen. ganz erfahren. Wir sind totale Anfänger, Neulinge. Okay. Warum Camping jetzt? Also wir haben jetzt jahrelang Hotelurlaube gemacht und mit den Kindern, das ist aber auch irgendwie, war das immer stressig. Ja. Also Koffer packen, dann zum Flughafen hin, fliegen, die Anreise. Man versteht sich. Camping, das ist für die beiden Weimarer auch ein Stück zurück zur Natur. Wenn man eine Ferienwohnung hat, sitzt man auf dem Balkon oder auf einer Terrasse. Aber hier sitzt man halt draußen in der Natur, man hat hier einen Bach, hört die schönen Geräusche. Und Vorteil, du kannst immer noch sagen, dir passt es jetzt hier überhaupt nicht. Kann dir mal passieren. Und dann hängst du an und fährst halt weiter. Am Abend zieht es sich wieder zu. Aber die Gebhards haben einen Grund zum Feiern. Pizza ist da. Auf diesen Moment hat Tamara sich gefreut. Ich habe aber noch nie italienische, original Ich auch nicht. italienische Pizza gegessen. Ich doch auch nicht. Woher denn? Ja, du warst ja schon mal in Italien. Ja, 8. Klasse. Ja. 1997. So gerade erst her. Mädels, wäre das okay, wenn wir euch das hier drinnen servieren? Es ist kalt. Ja? Die Vorfreude wird nur etwas getrübt durch den eigenen Mann. Nee. Ja, ich hab Hunger. Setz dich. Der leckere Rotwein von gestern, Ist alle. Teller. Essen aus der Pappe. Jetzt setz dich hin. Mach mal die Tür zu für die Sehr Kinder. romantisch. Ach. Also mir schmeckt schon mal. So, ich bin mal gespannt, wie es schmeckt.
Schmeckt, ne? Ja, die ist gut. Super lecker. Ich habe gute Auswahl getroffen mit meiner Tonno. Schön. Das ist auch das einzige Wort, was ich auf Italienisch kann, ne? Tonno. Ich kann eine Tonno bestellen, ne? Hauptsache. Zu ihrem Glück sprechen die meisten hier Deutsch. Der Morgen danach. Die meisten Camper schlafen noch. Die Gepards sind wach, aber nicht grundlos. Ja, ich habe eigentlich diese Nacht nicht gut geschlafen. Ich habe immer gedacht, es regnet, aber das ist das Geplänkel vom Bach. Und heute Morgen habe ich dann so meine Morgenroutine, habe die Betten gemacht, habe Fenster aufgemacht zum Lüften. Und dann sind wir so ein bisschen hier bummeln gegangen. Und als wir dann wieder kamen, sagt Mike... Ich dachte, er hat ins Bett gepinkelt, weil alles nass war. Ist so, alles nee, nass? hab ich nicht. Ja, und dann haben wir gesehen, dass ich das Heki offen gelassen habe, das Dachfenster. Ein Camping-Anfängerfehler. Kleines Fenster, große Wirkung. Oh, es sieht schon ganz gut aus, ne? Es ist auch Gott sei Dank nicht durchgegangen. Also es hat sich wirklich nur auf die oberen 2 Bettdeckenschichten begrenzt. Insofern gehe ich davon aus, dass ich heute Nacht schlafen kann in einem trockenen Bett. Tagsüber kann das Bett trocknen. Die Gepards haben Programm. Sie wollen Südtiroler Köstlichkeiten kennenlernen. Gleich 2 Stück. Ihr erster Stopp, eine Käserei. Eine große Attraktion hier in der Gegend. Wir möchten den Kindern gerne mal zeigen, wie wird Käse eigentlich gemacht. Wir essen ihn total gerne. Und wir haben gehört, dass hier Tirol das Käseland sein soll, Südtirol. Und da haben wir die Stunz der Gunst genutzt. Die Stunz der Gunst? Die Gunst der Stunz? Egal, wir gucken uns das einfach mal an. Alois Mohling hat die Käserei vor 20 Jahren mit aufgebaut. Käse- und Butterherstellung, das war früher ein schweißtreibender Job. Also dieses Gerät nimmt man, glaube ich, für Butter, ne? Tut man noch Milch rein und dann dreht man das und dreht und dreht und dreht. Also nicht Milch, sondern Rahm. Oder Rahm, ja genau. Ja, und ja, also mit diesen Geräten hat man Butter hergestellt. Aber bevor es diese Butterfertiger gegeben hat, hat man Butter mit solchen Geräten da produziert. Diese Behälter wurden da, die wurden befüllt, ja, so mit Rahm, so ungefähr zu 2/3, nicht mehr. Und dann hat man den Rahm eben gestampft, so lange bis Butter entstand. Das war noch Handarbeit. Hier werden täglich 14.000 Liter Kuhmilch von den Bauern zu Schnittkäse verarbeitet. Oh, guck mal, hier liegt der ganze Käse. Es riecht und Tamara spricht aus, was alle denken. Es riecht ein bisschen streng. Ich kann es nicht definieren. Einfach säuerlich, salzig, schimmelig, ich weiß es nicht. Boah. Schnell an die frische Luft. Da warten schon Südtiroler Spezialitäten. Die Gepards machen den Geschmackstest. Die ersten 3 schmecken ganz gut. Das sind der Toblacher Stangenkäse und der Toblacher Stangenkäse mit Kräuter. Der war auch sehr, sehr lecker. Und der Bauernkäse mit Heumilch. Hat sich der Besuch denn für die Mädchen gelohnt? Paula, hat's dir gefallen? Ja. Dir auch? Nein, ich fand's schön. Man lernt die Sachen kennen. Die Käsesorten lernt man mal kennen. Jetzt lernen sie eine besonders kostbare Region kennen. Auf geht's zum 2. und letzten Stopp für heute. Aber erstmal müssen sie 2 Stunden weiterfahren. Ihr Ziel ist Ritten, die 8000 Einwohnergemeinde oberhalb der Südtiroler Landeshauptstadt. Warum? Hier beginnt Europas größtes Apfelanbaugebiet. Die Straßen sind steil und eng. Gut, dass sie den Wohnwagen nicht dabei haben. Hallo. Hallo. Tamara. Hallo Daniel. Hallo. 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 Hallo Mike. Hallo. Daniel. Hallo. Daniel Rottensteiner ist einer von rund 7000 Apfelbauern in Südtirol. Seit 99 Jahren bewirtschaftet seine Familie die 10 Hektar am Hang. Also Mike, der sieht sich hier schon als Erntehelfer von April bis Oktober. Also der findet das hier so schön, der will am liebsten hierhin auswandern, glaube ich. Das ist ja genau seins. Berge, Sonne. Ich fühle mich heimisch. Ja.
Die Obstbäume müssen kontrolliert werden, denn die Äpfel reifen noch. Tamara und Mike dürfen helfen. Den Apfel muss man in die Hand nehmen, so, hintenher den Stiel nehmen und dann so wegzupfen. Bitte. Die sehen aber alle noch schön aus. Ich will da jetzt ungern was wegnehmen. Den noch mal wegmachen. Oh, ja, da war der falsche, ne? Ah, der ist schon. Ja. Siehst du, das macht man so. So soll es nicht sein. Na, so pflückt man. Also, den Apfel nimmt man so und zieht dann, jetzt wenn er weg ist am Baum, dann geht es ein bisschen schwieriger, dann geht es so weg. Hier, so einen kleinen da kannst du nur runterreißen, ist kein Problem. Ob Mike als Erntehelfer geeignet ist? Ah, mit. Nicht einfach. Und bei 24.000 Bäumen eine echte Fleißarbeit. Es gibt 24 Südtiroler Apfelsorten. Ein paar dürfen die Gebhards probieren. Also für mich müsste mal ein Apfel sein eiskalt oder kalt, bissfest und knackig und süß. Ne? Das ist für mich da immer so süß. Okay. Das ist jetzt ein Granny Smith. Der ist sauer. Das weiß ich so schon. Magst du abkosten? Schon gesehen. Ich kenne den. Ja, okay. Also mir wäre jetzt wirklich für die Mittagspause auf der Arbeit zu sauer. Da muss ich dann irgendwie schon so eine Art Nachtisch haben. Dann muss das schon etwas süßer sein. Trifft dieser eher Ihren Geschmack? Das ist jetzt ein Crimson Snow. Oh. Sehr gut. Der ist aber auch schön saftig. Das ist so meine Richtung. Dieser Apfelstrudel ist typisch für die Region. Selbstgemacht und aus Mürbeteig. Sonne, Essen, Ausblick. Was willst du mehr, ne? Braucht man gar nicht mehr. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu sein. Und der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich kann ich nur jedem mal empfehlen, der hier in der Nähe ist. Fahrt mal hier hoch, guckt euch das mal an. Es lohnt sich. Zurück auf den Campingplatz. Gerade sind neue Nachbarn angekommen. Mike hat mittlerweile einen Kenner-Camper-Blick. Den Karawan wollte er eigentlich haben. Hallo. Hallo. Hi. Na? Tamara, hallo. Pio, hi. Grüß dich. Mike, hi. Hi, moin. Pio und seine Familie kommen aus Bremen. Sie sind Südtirol-Fans und schon zum 3. Mal hier. Ja, wir haben gesehen, ihr habt einen Tandem-Achser. Wir haben da auch mit geliebäugelt. Jetzt wollten wir einfach mal hören, wie lang ist das Ding, wie schwer? Knapp 9,5 Meter und ja, 2,5 Tonnen. Wow. Ist schon ein bisschen. Ja, aber wir sind zu 5 mit Ja, Hund. gut. Also 6. Ja. 5,5, 5 3/4, wie auch immer. Ja. Ne? Genau. Okay, und ihr seid schon Camping erfahren, oder? Ja, seit auch? über 10 Jahren. Seit über 10 Jahren Ja, schon. genau. Ja, gut. Genau. Aber hattet ihr immer schon so ein langes Ding oder auch Nee, ist mit den Kindern gewachsen. mit den Kindern gewachsen? Vor 5 Jahren haben die beiden ihren Familiencamper für 40.000 € gekauft. Wir haben mit dem Wohnmobil auch mal geliebäugelt, aber tatsächlich preislich ist bist du ganz anders in einer ganz anderen Kategorie bei so einer Größe. Das ist Punkt A. Punkt B, wir fahren so 3 bis 4 Mal im Jahr und ein vollwertiges Fahrzeug eigentlich die meiste Zeit stehen lassen. Das war von der Logik nicht so unsers. Pio hat noch einen Geheimtipp für die Gebhards. So, hat mich sehr gefreut. Ja, danke euch Wenn kennengelernt ihr zu dann haben. hier noch mal rumlauft, hier vorne über die Brücke, einmal ein Stück zurück, da fließt der Bach einmal lang. Da kannst du richtig schön auch mit den Füßen mal ohne Schuhe einmal mal durch Okay. zum Erfrischen. Das ist Ja. doch mal echt mal ganz schön. Solltet wir ihr unbedingt machen. mal ausprobieren. Ja, machen Ne? wir. Alles klar? Blöd nur, dass das Wetter nicht Danke. mitspielt. Die mächtigen Sechstner Dolomiten verschwinden im Nebel. Der Regen kommt. Und ausgerechnet jetzt ein typisches Camperproblem. Schatzi, Ha? Klo ist voll. Ja, ich hab's dir vorhin gesagt. Ja. An diesen Automaten. Wir wollten das ja eigentlich noch mal testen. Ja, jetzt ist Zeit, ne? Ja, konntest jetzt nicht mehr, oder Die was? Nacht ist kurz. Ja, du, die Kinder schlafen heute drinne. Ja. Es regnet wie aus Eimern hier. Ja, dann gehen wir eben noch schnell, ne? Ja. Es gibt Dinge, die macht man halt gerne und es gibt Dinge, die macht man nicht gerne und es gibt Dinge, Ich die müssen glaube, gemacht werden. Ne? Hundekot wegmachen vom eigenen Hund ist immer schlimmer, als das Ding entleeren. Paula, bitte jetzt nicht auf Toilette gehen. Komm, Tilda, du auch nicht. Nicht auf Toilette gehen. heb mal hoch. Das Ding ist rappelvoll. Es ist verdammt schwer. Das Ding gut. Was? 30 Kilo. Nee, Ja. 19. Heb mal hoch. 19 Wenn Kilo. dein Thermomix 20 hat, hat das 30. 19 Liter Kapazität.
Das kann ja dann nur 19 Kilo sein. Es ist schwerer. Das sind 30 Kilo. Nee, das sind 20. Ist egal, ich will jetzt nicht diskutieren. Ich will das Ding jetzt leer haben. Es ist eigentlich nicht wichtig, aber jetzt geht's ums Prinzip. Ja, also manchmal spinnt der, ne? Der will er recht haben, hat er aber nicht. Ich sag euch, das Ding hat 20 Kilo. Aber er meint, er muss das jetzt beweisen, sonst wäre die Diskussion, würde dann auch kein Ende nehmen. Also wir müssen jetzt Fakten schaffen, anders kriegen wir den Abend jetzt keine Ruhe mehr rein. Jetzt kommt, ich schwöre. Ich bin jetzt gespannt. Ja, du musst jetzt auch. Ja. Ja. Scheiße. Was haben wir denn da? 18 Kilo. 18,2. Danke. Bitte schön. 30 Kilo. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, verdammt. So. Verloren. Sag es bitte die 3 Worte. Du hast recht. Ja! Wäre das also auch geklärt? Mike kann sich seiner eigentlichen Aufgabe widmen. Also ich würde es auch machen, mir macht das nichts. Aber es wiegt ja 30 Kilo. 30. Deswegen. Einmal recht, dass es 20 war. Ich hab's nicht so in der Arme. Also wenn es dann ganz voll ist, macht er es dann doch. Aber wenn es halb voll ist, würde ich es dann auch machen. Also mir macht das nichts. Draußen zieht ein starkes Unwetter auf. Die Kinder können nicht mehr im Zelt schlafen. Aber Mike lässt sich nicht davon abhalten, endlich mal seinen Grill einzuweihen. Und vielleicht auch das letzte Mal. Der letzte Tag. Der Höhepunkt steht an. Tamara hat sich eine Überraschung für Mike ausgedacht. Mittags soll's losgehen. Noch 3 Stunden. Zeit genug, um ihren Auftrag bei Holzschnitzer Albert abzuholen. So, jetzt sind wir mal gespannt, was unser Wohnwagen macht, den er schnitzen sollte. Ob das was geworden ist. Hä? Grüßt euch. Hallo. Hallo. Wie geht's? Hallo. Gut, und dir? Mir geht's gut. Habt ihr im Urlaub was erlebt? Oh, Schön. jede Menge haben wir erlebt, oder Kinder? Das freut mich. Wir haben ja bei dir was in Auftrag gegeben. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ja, Weiß ich nicht, das werden wir wohl sehen. Das werden wir dann sehen. Bin gespannt. Ja, ich hab's hier. Boah, Wahnsinn. das ist ja der Hammer. Mit Kühlschranklüftung sogar. Wie detailliert, ne? Ein besonderes Camping-Souvenir aus den Dolomiten. Ihr Wohnwagen in Zirbenholz. Dankeschön. Bitte sehr. Überwältigt. Boah, das hast du echt toll gemacht, Albert. Gefällt. Ja, auf jeden Fall. Boah, guck mal hier, deine 30 Kilo Toilettenkassette. Zeig mal. Oh, zeig mal. Da kommt das Klo rein, ne? Die Toilettenkassette. Dann wünsche ich euch alles Gute für die nächste Campingreise, die ihr macht. Dankeschön. Dankeschön, Albert. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist es soweit. Tamara lüftet das Geheimnis. Mikes großer Traum soll hier in den Dolomiten in Erfüllung gehen. Wir sind heute hier, weil du hast dir ja immer schon mal gewünscht, in den Bergen rumzudümpeln, zu segeln. Jeder, der uns kennt, der weiß, wir sind ein bisschen verrückt. Okay. Und deswegen wirst du heute Gleitschirmfliegen. Ich? Du auch. Ich fliege mit dir. Dankeschön. Noch nie weinen? Bist du aufgeregt? Nö. Nee? Ich weiß mir nur eine Hose. Das kannst du dann oben machen. Schön. Es geht direkt los. Und der taffe Mike wirkt erstaunlich ruhig. Alles gut? Ja, aber so und du nicht? Du guckst so. Ja, ich gucke. So angespannt guckst du. Oh. Boah, die fährt aber einen heißen Streifen, du. Aber der Moment davor, gleich passiert irgendwas, was du noch nie im Leben gemacht hast. Von oben auf dem Berg geht es runter ins Tal. Die beiden Piloten, Michael und Erik, warten schon. An schönen Tagen fliegen sie bis zu 4 Mal. Bleib nicht im Bauch hängen. So, bitteschön. So, dann legen wir los. Okay. Damit haben sie nicht gerechnet. Mit 8 Kilo auf dem Rücken geht's 15 Minuten bergauf.
Ich bin am Japsen wie vor der letzten Ölung, ey. Aber die Anstrengung lohnt sich. Berge klar, also richtig klar gegenüber die letzten Tage. Man kann weit gucken, besser geht's gar nicht. Super. Und dass Tamara heute mitfliegt, finde ich auch super. Das finde ich klasse. Das ist schon ein Liebesbeweis, dass sie mitkommt. Gerade hat Tamara dafür kein Ohr. Ja, so pass auf. Ich gebe das Kommando 3, 2, 1, los. Und dann fängst du an zu laufen. Ja. Mit zügigen Schritten. Ja. Es gibt ein bisschen Widerstand nach hinten. Wir laufen immer weiter. Irgendwann ist der Schirm ober uns. Ja. Und dann laufen, was du schaffst. Ja. 5 schnell Sitze. Der einzige Fehler, den du machen kannst, ist, wenn du dich zu früh hinsetzt. Okay? Okay, ja. Passt, super. Bist du bereit? Ja. Brauchst nicht aufgeregt sein, das ist super, gell? Okay? Oh, wir legen gleich los. Oh, ich sterbe. Eigentlich sollte nur Mike überrascht werden. Jetzt hängt sie mittendrin. Laufen, laufen, laufen. Jawohl! Rechts rum. Für Mike geht ein Traum in Erfüllung. Ein bisschen aufgeregt, aber ich lasse mich überraschen. Alles super. Pilot Erik wartet auf den richtigen Wind. Dann kann es losgehen. Pures Adrenalin beim Absprung. Und dann... Super! Wir fliegen! Paula! Hallo! Und wir werden sitzen. Super! Jetzt? Oh, Yeah. ich lebe noch. Mal so rein. Ja, super. Jawohl! Ah, super. Eine absolut einmalige Erfahrung, ne? Ja. Das Gleiten, die Aussicht, kann man nicht mit Worten beschreiben, muss man erlebt haben. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da oben so ins Hemd gemacht habe. Also es war echt nicht schlimm. War wirklich nicht schlimm. Das war das beste Geschenk, was ich bis jetzt bekommen habe. Dankeschön. Echt? Ja. Dankeschön. Freut mich. Ja. Ist dir gelungen. Ein krönender Abschluss ihrer ersten großen Campingreise in den Dolomiten. Es ist zwar ein bisschen schief, weil der Hart nicht in der Mitte sitzt, aber Ja. mit den Streifen, das passt, ne? Jetzt noch mal schnell mit den Füßen durch den Gletscherbach, so wie es Camper Pio empfohlen hat. Dann haben sie wirklich alles gemacht, was sie wollten. War ein super Urlaub. Wir haben viel erlebt, wir haben viel gelacht, wirklich. Also die Obstplantage, die hat mich total geflasht. Ja, also unfassbar. Auch die Wanderung mit Walter. Walter war irgendwie der Ziehoper meiner Ja. Töchter und die haben den so angehimmelt. Ja. Und das hat ihnen so Spaß gemacht da oben in den Bergen. Das ist einfach, was uns das als Familie gibt, diese ganzen Erlebnisse. Und Zeit mit der Familie zu haben, das gibt uns eigentlich noch mehr, als wir eh schon immer hatten. Da wir erst angefangen haben mit Camping, haben wir noch die Welt vor uns offen.